Moin, mein Name ist Alex. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. In dem Video zeige ich dir, wie ich dieses Bild mit Pauline gemacht habe. Wenn du also wissen willst, wie ich die Lichtsetzung gemacht habe, ein paar Tipps dazu und am Ende auch noch, wie ich den Look in Lightroom und Photoshop umgesetzt habe, dann würde ich dir vorschlagen, du bleibst bis zum Ende. Es könnte sich für dich lohnen. Los geht's! Für diesen Look habe ich einen einzigen Blitz eingesetzt und dafür habe ich keinen klassischen Lichtformer wie eine Softbox oder so verwendet, sondern ich habe das Ganze mit der nackten Blitzröhre gemacht. Im Englischen nennt man das, glaube ich, Bare Bulb. Statt des Lichtformers habe ich 2 Styroporplatten eingesetzt, um einen Lichtspalt zu bilden. Falls du keine Styroporplatten hast, du kannst irgendwelche anderen Stellwände verwenden, die du möglicherweise zur Verfügung hast. Dadurch, dass wir keine Softbox oder ähnliches einsetzen, ist das Licht relativ hart. Wir wissen ja, dass das Licht härter ist, je kleiner die Lichtquelle in Relation zum Modell ist. Und dadurch, dass wir hier überhaupt nichts haben, um das Licht zu formen, ist die Lichtquelle relativ klein. Außerdem ist das Licht etwa 2 Meter entfernt und etwa 2 Meter hoch positioniert. Das mache ich ganz gerne, um den Schattenwurf ein bisschen nach unten zu drücken und dass auch das Licht so ein bisschen leicht von oben kommt. Ich finde, dass der Look dadurch etwas natürlicher wirkt. Du wirst dich vielleicht fragen, warum in den Schatten überhaupt noch irgendwie Licht fällt und warum die nicht komplett schwarz sind, also so wie in dem Bereich oder in dem Bereich. Das liegt einfach daran, dass wir ohne Lichtformer das Licht in alle Richtungen streuen. Auch wenn wir nur eine kleine Lichtquelle haben, ist das Licht nicht gerichtet. Wir stellen uns das einmal so vor, dass das die Hohlkehle ist und dass das Licht aus dieser Richtung kommt. Und hier eben die beiden Trennwände sind und das Modell sich hier befindet. Dann kommt das Licht eben nicht nur von vorne gerichtet, sondern durch das Fehlen eines Lichtformers streut es in alle möglichen Richtungen. Und nun trifft es auf die eine Seite der Hohlkehle, die eben weiß ist und das Licht reflektiert hier und hält die Schattenbereiche meines Bildes auf, so dass wir kein extra Fülllicht dafür verwenden müssen. Wenn du einen kleinen und hellen Raum hast, dann wirst du wahrscheinlich keine Schwierigkeiten haben, die Schatten aufzuhellen. Bist du aber in einem großen Raum und hast an der Seite nicht wie ich eine Hohlkehle oder irgendwas, dann kann es dir passieren, dass das Licht an dieser Stelle eben nicht reflektiert wird, sondern hier einfach so durchgeht. In diesem Fall kannst du einen Reflektor oder irgendeine weiße Wand versuchen dort zu positionieren. Möglicherweise kannst du auch dein Hintergrundsystem etwas bewegen, etwa an eine weiße Wand, sodass du hier wieder die Reflexion herstellen kannst. Solltest du keine 2, sondern vielleicht nur eine Stellwand haben, kannst du es auch damit probieren. Versuch einfach vielleicht nur die eine Hälfte des Bildes abzuschatten und die andere hell zu lassen. Oder du positionierst die Wand so, dass sogar das Model halb im Schatten steht. Lass deiner Kreativität dort freien Lauf. Dadurch, dass wir ein relativ hartes Licht haben, versuche ich das Modell immer etwas Richtung Licht zu positionieren. Das heißt, sie soll auch mit dem Gesicht versuchen, etwas Richtung Licht zu posen. Damit vermeide ich einfach harte Schattenwürfe im Gesicht. Jetzt habe ich das Bild einmal in Lightroom geöffnet und würde jetzt erstmal so ein bisschen an die Grundeinstellungen gehen. Das Bild ist für mich ein bisschen dunkel, deswegen würde ich hier so einen kleinen Ticken nach oben arbeiten. Und bei so einem kontrastreichen Bild würde man meinen, dass man jetzt dazu tendiert, den Kontrast noch weiter zu verstärken, also irgendwie in die Richtung. Das ist aber nicht meine Arbeitsweise. Ich versuche eigentlich da so ein bisschen antizyklisch zu arbeiten. Das heißt, wenn ich so ein Bild habe, was vom Licht auch bereits kontrastreich ist, versuche ich das so ein bisschen abzumildern, weil das menschliche Auge den Kontrast allein schon durch die Lichtart wahrnimmt. Das ist so mein persönliches Gefühl. Ich versuche das also nicht zu verstärken, sondern versuche da eben genau gegenteilig zu arbeiten. Dann habe ich hier so einmal die Weißtöne etwas heruntergeschraubt und die Schwarztöne etwas nach oben, so dass wir ein bisschen Kontrast rausnehmen. Außerdem mache ich das gleiche auch so ein bisschen mit den Tiefen und auch mit den Lichtern, die reduziere ich an der Stelle so ein kleines bisschen. Ich werde dann später die Kontraste über die Tonwertkorrektur in Photoshop wieder zurückholen. Als nächstes versuche ich so ein bisschen immer die Dynamik hochzuschrauben und gleichzeitig die Sättigung runterzunehmen. Das ist so mein persönliches Gefühl, wie ich das ganz gerne mache. Jetzt wirkt das Bild aber relativ flach und entsättigt und jetzt habe ich aber die Möglichkeit, auch die Farbsteuerung etwas gezielter anzusetzen und das mache ich hier unten immer im HSL-Bereich. Ich erhöhe also, weil ich die Hauttöne etwas kräftiger haben möchte, einmal die Orangetöne ganz ordentlich, weil ich diese Anwendung aber nicht im Bereich des Hintergrunds haben möchte, reduziere ich die Gelbtöne. Außerdem möchte ich so ein bisschen in meinem Look hier so ein bisschen die Blautöne reduzieren und alles, was nichts mit den Hauttönen zu tun hat, das ist so der Look, den ich für dieses Bild herausgesucht habe. Was ich auch nochmal mache, um die Hauttöne nicht ganz so orange wirken zu lassen,
Ich gehe hier ein bisschen ganz leicht grün dazu in der Kalibrierung und entsättige den Wert so ein bisschen. Und das war es auch schon. Viel mehr mache ich in Lightroom an der Stelle nicht. Bei Bildern, wo ich eher ein softes Licht habe, mache ich es eigentlich genau andersrum, dass ich dann versuche, ein bisschen Kontrast reinzubringen. Das ist mein Gefühl, das ist nicht richtig oder falsch. So gehe ich bei meinen Bildern vor. Dann öffnen wir das Ganze mal in Photoshop. Ich habe hier so ein paar Aktionen, die ich ganz gerne einsetze. An der Stelle möchte ich die Brauntöne des Bildes etwas verstärken und das macht man, indem ich mache das, indem ich hier die Verlaufsumsetzung auswähle und nehme da so einen Grundlagenbereich von weiß zu schwarz oder vielleicht den, der ist nicht ganz so kontrastreich und wandle das Ganze dann in den Modus Multiplizieren und gehe hier dann so auf einen Wert von 30%, mehr oder weniger. Das gibt meinen Hauttönen so ein bisschen, ich zeige das einmal, so einen brauneren Look und mache das Bild aber ein bisschen dunkler. Das heißt, ich gruppiere das dann ganz oft und lege dann nochmal eine Gradationskurve drüber und helle das Ganze so ein ganz kleines bisschen auf. Dann kann ich auch in der Gruppe insgesamt sehen, ich habe eigentlich einen ähnlichen Helligkeitswert wie vorher, aber die Haut wird so ein bisschen bräunlicher und etwas bronzener. Jetzt gehe ich nochmal in die Tonwertkorrektur und jetzt habe ich die Möglichkeit, dadurch, dass ich das Bild in Lightroom etwas flacher gemacht habe, hier etwas gezielter zu arbeiten. Das ist wie gesagt keine Patentformel, sondern einfach wie ich an das Ganze rangehe. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, hier über die Tonwerte, die dunklen Werte, das sind die auf der linken Seite, etwas abzudunkeln, um den Kontrast wieder zurückzubringen. Und auf der linken Seite das Ganze etwas aufzuhellen, um dem Bild nochmal so ein bisschen Punch zu geben. Und ihr seht quasi vorher, nachher, dass jetzt die hellen Stellen wesentlich heller geworden sind und die dunklen Stellen nochmal ordentlich dunkler geworden sind. Ich habe also durch die Herabsetzung des Kontrasts in Lightroom hier die Möglichkeit, über die Tonwerte das Ganze nochmal ein bisschen zu justieren. Warum habe ich den Kontrast nicht bereits in Lightroom oben höher gelassen oder da erhöht? Ich kann es nicht genau sagen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das sehr stark dann auf die Hauttöne oder auch die Farbtöne sich mit verändern. Und wenn ich das dann hier in Photoshop mache und erstmal mit einem flachen Bild reinkomme, dass bei den Tonwerten das nicht passiert, dass die Farben dann natürlicher bleiben und dass ich wirklich nur den Kontrast steuern kann. Möglicherweise gibt es da bessere Möglichkeiten, das ist aber so, wie ich hier vorgehe. Außerdem versuche ich dann nochmal so ein bisschen mir die Hauttöne anzugucken und da gehe ich einfach nach Gefühl vor. An der Stelle würde ich nochmal ein bisschen Cyan hinzufügen und ein bisschen Gelb, weil ich habe das Gefühl habe, dass das der Haut nochmal so ein bisschen mehr Punch gibt und sie nochmal ein bisschen bräunlicher werden lässt. Der Effekt ist jetzt nicht allzu stark. Ich versuche das auch nicht zu übertreiben und die Regler immer voll auf Anschlag zu ziehen, sondern eher so ein bisschen dezent vorzugehen. Wir sehen hier nochmal, dass wir nochmal vom Rötlichen etwas mehr ins Bräunliche kommen und das ist der Look, den ich für das Ganze hier haben möchte. Was ich normalerweise am Anfang von Photoshop noch gemacht hätte, wäre den Hintergrund über Frequenztrennung zu säubern und auch die Haut nochmal so ein bisschen aufzuarbeiten. Dafür habe ich aber ein separates Video gemacht, das verlinke ich euch gerne, dann schaut da rein, das würde den Rahmen hier sprengen. Das mache ich immer ganz am Anfang, weil das eben so eine destruktive Arbeit ist und würde danach erst anfangen mit den Tonwerten und den Verlaufsumsetzungen zu arbeiten. Das ist so mein Workflow an der Stelle. Am Ende der Bearbeitung schärfe ich das Bild nochmal nach, dafür habe ich hier eine Aktion. Auf die Einzelschritte werde ich nicht eingehen, das sind relativ viele. Ich packe euch die Aktion aber wieder in den Download, dann könnt ihr euch das Ganze runterladen und mal ausprobieren. Das Ganze führe ich hier nur so durch. Es kommt so eine kleine Auswahlmaske und da versuchen wir sozusagen einen Wert zu finden, wo wir nur sozusagen die Kanten finden. Das ist meistens so bei 4,2 bei mir und wir sehen, das Bild ist etwas schärfer geworden. Oft ist das für mich etwas zu viel, sodass ich mit der Deckkraft nochmal ordentlich runtergehe, so meistens auf 40% und das ist so ein Wert, der für mich dann ganz passend ist. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du konntest ein bisschen Inspiration mitnehmen. Wenn das der Fall ist, lass gerne ein Like da, aktiviere die Glocke und abonniere meinen Kanal. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.